Mutterfickers? Heil Hitler. That's not a Heil. This is a Heil. Heil. Heil Hitler. 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 Ooh, that's it. You got it. Heil Hitler. Have a great day. Heil Hitler. You're gonna be the best. Heil Hitler. Jetzt aber mal wirklich Heil Hitler. Komm her, Alter. Überall Hitler. Hitler. Kaum eine historische Figur wird in Filmen öfters gezeigt als Hitler, auch in den letzten Jahren. Aber wie unterschiedlich wird Hitler gezeigt und was für Gründe und Auswirkungen hat das? Bekannt sind vor allem Hitlers Reden aus den Propagandaaufnahmen. Zahlreiche Filme mit Bezug zu den originalen Aufnahmen haben dieses Bild quasi mit der Person gleichgesetzt und bis heute populär gemacht. Aber wie kann man Hitler zeigen, ohne weitere Legendenbildung um dieses Bild zu betreiben? Sollte der Ansatz bei Filmen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht sein, die Perspektive der Opfer anzunehmen? Können Filme den Geschehnissen mit Millionen von Beteiligten überhaupt gerecht werden? Wird durch Hitler als Protagonist nicht die Schuld der damaligen Gesellschaft nur ihm zugeschoben? Lässt sich anhand der Darstellung Hitlers das Verhältnis zu NS-Zeiten-Deutschland veranschaulichen? Und darf über Hitler gelacht werden? Nein. Die verschiedenen Ansätze im Laufe der Filmgeschichte sind unterschiedlich. Vereinfachen ließen sich die meisten Darstellungen in historische Korrektheit, Dämonisierung, Karikieren und Personenkult. Dadurch sagen die Werke etwas über die Filmschaffenden aus, aber ebenso einiges über die jeweilige Zeit und den Ort. Um zu verstehen, weshalb welche Filme entstanden, hilft deshalb ein chronologischer Blick von Anfang an. Im Dritten Reich gab es fast nur Aufnahmen von Hitler, die der Propaganda gedient haben. Oft durch die Regie von Leni Riefenstahl wurde das Bild einer Person gezeichnet, das einem Gott nahe kommt, unfehlbar und allgegenwärtig. Die große Inszenierung um den Führer und das deutsche Volk wurde zunächst von Hitler selbst vorangetrieben, später koordinierte dann das extra neu geschaffene Propagandaministerium diese Darstellung. Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs schaffte es unter anderem eine Parodie aus Großbritannien, diese ernste Wirkung der Bilder zu brechen. Schicklgruber, Doing the Lambeth Walk, kommt mit Musik und Schnitt als Kommentar zu den Originalaufnahmen aus, macht Hitler damit zu einer fuchtelnden Figur. Auch schon vor Kriegsantritt der USA nutzten Filmschaffende aus Hollywood zusätzlich das Schauspiel dazu, sich über Hitler lustig zu machen und Gerechtigkeit zu fordern. Das Auftreten Hitlers wird karikiert. Zunächst 1939 im Kurzfilm You Nazi Spy von The Three Stooges, später auch weltbekannt durch Charlie Chaplin 1940 in The Great Dictator. Der Wiener Schnitzel mit der Lagerwerten und das Sauerkraut. Hey, der Fluten sagt der Leben. Ein Rumänier wie ein Strapf. Dort wird die Geschichte um einen Hitler-ähnlich aussehenden jüdischen Friseur, der von den Nazis verfolgt wird, zum Aufruf an die Menschlichkeit. Die Zufälligkeit der Ethnie wird durch diese Ähnlichkeit klar. Der Wechsel in die Opferperspektive lenkt zudem Aufmerksamkeit auf die grausamen Taten. Aber was für Verbrechen durch Deutschland begangen wurden, ließ sich im ganzen Ausmaß erst nach Kriegsende erfahren. Vor allem für die Alliierten und aus dem Exil zurückgekehrte Deutsche ging es deshalb um eine Konfrontation der Bevölkerung mit dem, was sie angerichtet hatte. Billy Wilder drehte zum Beispiel als Colonel The Psychological Warfare einen Dokumentarfilm über die Konzentrationslager. Wir müssen diesen Film so viel Deutschen wie möglich, für 45 zeigen. Weil ich vorgeahnt habe, die werden also alles sagen, das ist alles Lüge, das sind alles Statisten, das ist alles in Hollywood gemacht von den Juden. Beim Siegeszug der SA durchs Brandenburger Tor, da marschierte ich mit. Ja, ich erinnere mich. Dabei stieß er in Deutschland aber vor allem auf Ignoranz, wie das Erlebnis mit einem Testpublikum für den Film zeigt. Wie in Hollywood, wie man ein Previews hat. Nicht? Und man hat also gesagt, das ist ein Film, das wir mal da gespielt haben, eine alte Operette mit der Lillian Harvey. Und dann gesagt, stay seated, bitte sitzen bleiben und schauen sich also das an. Am Anfang waren 500 Leute, da waren also noch vielleicht 75 Leute. Dann gingen raus, keine einzige Karte ausgefüllt, jeder Bleistift gestohlen. Anschließend wurde das Thema Verdrängung in der Foreign Affair 1948 für ihn zum Thema. Hauptsächlich aus Sicht eines in Deutschland stationierten, verliebten US-Militärs,
der nicht wahrhaben will, dass seine Affäre auch ein Nazi war. Erst Wochenschauen-Aufnahmen, die sie mit Hitler zeigen, überzeugen ihn. Doch der Film wurde von der US-Militärregierung für unpassend für das deutsche Publikum gehalten und erst 30 Jahre später ausgestrahlt. That's enough. Thank you. Meanwhile. Doch in der Sowjetzone Deutschlands wurde mit Die Mörder sind unter uns von 1946 ein ähnliches Thema angeschnitten. Im ersten DEFA-Spielfilm leugnet der Verantwortliche an einem Massenmord jegliche Schuld und wird konfrontiert. Regie führte Wolfgang Staudte, der zuvor selbst in Nazi-Propagandafilmen mitspielte, sich fortan aber öfters damit auseinandersetzte. Ich weiß das alles. Erstmals mit Hitler als Figur drehte 1955 Georg Wilhelm Pabst Der letzte Akt. Im Bunker unter der Reichskanzlei angesiedelt, versucht der Film den Fatalismus und Wahn der letzten Tage Hitlers nachzuempfinden. Das führt zu einem Bild von Hitler, das ihn als völlig verrückt geworden, aber dennoch mächtig zeigt. Dadurch lässt er sich schnell als Teufel abfertigen, der bekommt, was er will. Mich die Vorsehung aus allen Gefahren wie durch ein Wunder gerettet. Die Geschichte hat ihr ehernes Gesetz. Und wäre ich nicht der Ausdruck dieses Gesetzes, wäre längst nicht mehr am Leben. Zur Zeit, als im Westen Deutschlands viele Heimatfilme liefen, war jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema allerdings wichtig. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern kamen kaum Besucher. Da viele sich im Dritten Reich als unpolitische Befehlsempfänger sahen, die eigentlich ja schon immer gegen Hitler gewesen waren, sollte die Vergangenheit grundsätzlich nicht behandelt werden. Ich bin doch unschuldig! Ich bin doch unschuldig! Währenddessen gab es im Ausland weitere Versuche, mit neuen Arten das Bild Hitlers zu demontieren. Ähnlich wie Chaplin versuchte Ernst Lubitsch noch während des Kriegs die Darstellung Hitlers 1942 in Sein oder Nichtsein generell als überzogenes Schauspiel durch offensichtliche Schauspieler zu zeigen. Who made you up? I did, Mr. Dobosh. What's wrong with it? I don't know. It's not convincing. To me, he's just a man with a little mustache. But so is Hitler. Einen anderen Weg geht 1965 der gewöhnliche Faschismus aus der UdSSR. Über eine Stimme aus dem Off kommentiert im Original Michael Romm die Propagandabilder, erweitert sie um den Hintergrund des Weltkriegs, nimmt ihnen aber auch teilweise die erwünschte Ernsthaftigkeit. Er schippt mit seiner Führerhand. So zeigt er durch Bilder den Werdegang des Schauspielers Hitler. Dieser soll sich wohl sogar mal selbst als größten Schauspieler Europas bezeichnet haben. Anfangs fiel Hitler die Führerrolle noch schwer. Sie werden das gleich sehen. Doch er trainierte. Er trainierte beharrlich vor dem Spiegel. Das sind Bilder aus dem Album seines Leibfotografen. Gerade deswegen ist ein weiterer Höhepunkt Mel Brooks' The Producers von 1968, hier Ausschnitte des Remakes von 2005. In der Story des eigentlich zum sicheren Flop gemachten Musicals Springtime for Hitler wird die Inszenierung des Nationalstolzes und des Führerkults zur großen Shownummer. Hitler wird von einem überschwänglichen Schauspieler verkörpert. Heil myself, heil to me. I'm the crowd who's out to change our history. Heil myself, raise your hand. There's no greater dictator in the land. Dadurch wird der Kult um die reale Person umgangen und die Rolle, die er sich selbst aufsetzte, als völlig überzogen gezeigt. Die Propaganda um die angebliche Großartigkeit des Deutschsein wird ebenso unterhaltsam entlarvt. In Deutschland kam aber, bis auf der gewöhnliche Faschismus in der DDR, wenig dieser Filme an. Lediglich ein winziges bisschen Aufarbeitung fand statt. Wir sollten endlich mal den Mut haben, das zu vergessen. Meanwhile. In der Serie Das Dritte Reich aus dem Jahr 1960 von SDR und WDR mit teilweise über 70% Einschaltquote wurde die NS-Zeit gezeigt. Durch viel Einsatz von Propagandaaufnahmen und der Ansicht, Hitler würde quasi alleine Schuld tragen, blieb der Film für viele alte Nazis aber weiter sehr bequem. Reichsparteitag in Nürnberg. Hitler verkündete, die nationalsozialistische Revolution ist als machtmäßiger Vorgang abgeschlossen. Erst mit dem Eichmann-Prozess 1961 in Israel und 1963 bis 1966 dem Auschwitz-Prozess in Frankfurt
kam weitere öffentliche Aufmerksamkeit in Deutschland auf das Thema der Verantwortung des Holocaust. Endlich kam die Perspektive der Opfer auch ins deutsche Fernsehen. Meanwhile. 10 Jahre später trauten sich dann jüngere Generationen auch an filmische Aufarbeitungen heran. 1977 wird im Film Hitler eine Karriere von Nicolas Fest und Christian Herrendörfer, allerdings vor allem die dämonische Faszinationskraft von Hitlers Reden betont und nur seiner deutschen Perspektive gefolgt. Den Massen erschien er als der Mann, der die Schmach des Ersten Weltkriegs ausgelöscht hatte. Ein Großteil des Films schenkt den Propagandabildern dann zudem wahnsinnig viel unkommentierte Zeit. Alles dreht sich nur um Hitler. Was die Massen nicht wussten und was Hitler selber inmitten allen Jubels zu vergessen schien, er hatte den falschen Gegner bezwungen. Frankreich war ausgeschaltet. Aber mit England begann der Krieg jetzt erst. Noch triumphierten sie. In einer Art abgefilmten Theaterstück aus demselben Jahr macht das Hans-Jürgen Sieberbergs Hitler, ein Film aus Deutschland, anders. Viele Aspekte der damaligen Gesellschaft, welche die demokratische Machtausübung der Nazis zuließen, werden aufgezeigt und die Performance Hitlers in der Art von The Great Dictator gezeigt. Wie zuvor hatte der Film aber wenig Reichweite in der BRD. So hören wir nur Lob über sie, die deutschen Juristen, wenn wir Adolf Hitler befragen, bis heute am Anfang der Hölle um uns. Und sie gehören hierher, in tiefer Scheiße ihrer Taten kochend. Ein Eier, 29 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Doch im Jahr 1979 schaffte es die 4-teilige US-Serie Holocaust durch die ARD-Ausstrahlung dann endlich auch eine breite Öffentlichkeit mit der Verantwortung für den Krieg und den Genozid zu konfrontieren. Wie sehr es noch eine Konfrontation war, zeigt unter anderem, dass die Fernsehausstrahlung auf rechte Gewalt stieß. Im Münsterland wurde kurz vor Beginn der Serie ein Sprengstoffanschlag auf Sendeanlagen am Longinusturm verübt. Hitler spielte nur nebenbei im Kontext eine Rolle. 20 Millionen Zuschauer in der BRD sahen vor allem die Geschichte der jüdischen Opfer, aber auch der vielen Täter. Das Akzeptieren der Schuld des ganzen Landes schien erstmals eine Mehrheit zu vertreten. Doch damit kamen Fragen. Welche Schuld genau war gemeint und wie könnte man der Verantwortung dafür gerecht werden? Ich finde das entsetzlich. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Meanwhile. Erstmal wurde im gleichen Jahr Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff als erster deutscher Film mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Die Haupthandlung spielt im Verlauf des Kriegs bei einer deutschen Familie aus Danzig. Hitler wird auf seine Hand, seine Stimme und sein Bild reduziert. Erst die Menge macht ihn zu mehr. Ich glaube, wenn er mich anschaut, ich bin ohnmächtig. Da könnt ihr! In den vielen gedrehten Filmen, die sich mehr mit den spezifischen Merkmalen der Geschichte um Hitler beschäftigen, blieb die Frage der Entstehung des Faschismus wichtig. In Franklin Schaffners Boys from Brazil von 1978, in dem mit der DNA von Hitler 100 Klone weiterleben, die aber wenig Begeisterung für den Nationalsozialismus haben, wird Erziehung als Erklärung für die Schuld geboten. Adolf Hitler. Oh man, you're weird. In der Parallelmontage von Komm und Sie von L.M. Klimov wird sich eher darauf konzentriert, nicht in die gleichen menschenverachtenden Methoden wie Faschisten zu verfallen. Dort sieht sich der Protagonist mit einem imaginierten Hitler und dem Leiden des Kriegs durch ein Propagandaposter konfrontiert. Hier eine gekürzte Version.
Ansonsten blieb von einigen Filmen aber lediglich die Besetzung ein Mehrwert. Again! Arabesque. Prepare. Pirouettes. And twirl and two-step. Waltz, clog and kick. Again! Arabesque. Prepare. Pirouettes. And twirl and two-step. Two-step. Waltz, clog and kick again! Meanwhile. Die Auseinandersetzung mit den vielen unterschiedlichen Auswirkungen der NS-Zeit tastete oftmals weiterhin oberflächlich herum. Als Umgang damit drehte 1989 Christoph Schlingensief 100 Jahre Adolf Hitler. Es wird nicht abgenutzt. Den Hitler hat man leider seit 1945 nicht abgenutzt. Man hat ihn nicht zum Gebrauch hingeworfen, hat gesagt, lest die Scheiße und so weiter. Nutzt es ab, benutzt es und dann wird es sich schon zerschleudern und zerfleddern und keiner wird mehr Interesse haben, diese kaputte Jacke anzuziehen. Das passiert nicht, weil natürlich immer diese Hochadelskultur einsetzt und sagt, nein, um Gottes Willen, Käseglocke drüber, Tempelanlage bauen, Wahnsinn, Vorsicht, Achtung, kein falsches Wort jetzt und so weiter. Und auch da hat Deutschland immer versucht, Punkte mitzumachen, indem es sagt, ja, wir wissen, worum es geht. Hallo. Der Führer! Der Führer! Der Führer ist tot! Ich bin Reichskanzler! Ein großes Publikum blieb dem Film aber aus. Zu groß war der Unterschied zu Sehgewohnheiten. Diese wurden woanders bedient. Etwa in den anschließend produzierten Dokumentarfilmen, zum Beispiel von Guido Knopp, die von persönlichen Merkmalen Hitlers handeln. Vor allem der Unterhaltung gewidmet, zeigt das ZDF im Jahre 1996 wiedermals Narrative von Hitler als quasi allmächtigem Teufel. Wie Hitler Millionen dazu brachte, ihm bis in die Katastrophe zu folgen. Der Interviewfilm Im toten Winkel von André Heller und Ottmar Schmiederer aus dem Jahr 2002 zeigt die Reflexion der Sekretärin Hitlers, Traudl Junge. Sie gibt der Aufarbeitung der eigenen Schuld und der speziellen Beziehung von Volk und Führer mehr Platz. Ich selber habe doch im Hintergrund meines Herzens manche Zweifel gehabt und gedacht, ob das alles so richtig ist. Aber sich dann wirklich mit einer Frage zu stellen oder eine Diskussion herauszufordern, da fehlt dann doch der Mut. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man das Bild dieses Menschen, den man verschätzt und verehrt, dass man das gar nicht stören will, dass man das gar nicht wissen will, ob da Abgründe dahinter stecken. Diesen Ansatz vertrat 1967 schon der Essay Die Unfähigkeit zu trauern. Die eigene narzisstische Identifikation mit dem Führer wird durch sein Ableben zur persönlichen Schmach. Darum wird die Schuld auf ihn geschoben und die eigene Mitverantwortung geleugnet. Diese These stützt zum Beispiel auch das Buch Opa war kein Nazi, demnach zwar das generelle Geschichtswissen über die Verbrechen des Dritten Reichs vermittelt wurde, aber die eigene Familiengeschichte sehr oft ohne Nachfragen anzustellen als schuldfrei angesehen wird. Doch trotz der vielen schlauen Ansätze schaffte es keiner der kommenden deutschen Filme, das Publikum zur kritischen Reflexion der eigenen Herkunft zu bringen. Alles dreht sich um Hitler. Meanwhile. In Der Untergang aus dem Jahr 2005 von Oliver Hirschbiegel spielt die Handlung wieder Hitlers letzte Tage im Führerbunker durch. Wieder geht es um den Mix aus Fatalismus und Selbstzerstörung im Bunker. Der Film erzählt die Schauergeschichte einiger Nazis, bei der Hitler seine Show abziehen darf. Daran kann auch der Pro- und Epilog mit Eingeständnissen von Traudl Junge nichts ändern. Himmler. Und da ausgerechnet Himmler. Der Treueste der Treu. Das ist der schlimmste Verrat von allen. 2007 kam Mein Führer von Dani Levy mit Helge Schneider als Hitler. Der kann keine Reden mehr halten und sucht deshalb Hilfe bei einem jüdischen Schauspielcoach. Hitler wird als ungeliebtes Kind und voller Selbstmitleid gezeigt. Soll man über ihn lachen oder Empathie für das Oberhaupt eines verbrecherischen Regimes empfinden? Ich glaube, etwas weniger Psychoanalyse an der Person Hitler wäre für den Film gut gewesen. Und bellen. Bellen bitte. Ja? Wow.
Der nächste Film war Erst wieder da von 2015 unter Regie David Vance. Die Geschichte um das Showbusiness und Sympathie bei Zuschauern ist ein wichtiger Punkt des Themas. Doch weder die Hauptfigur des Reporters noch der Film schafft es, die Figur Hitlers mit Humor zu entwaffnen. Die Ernsthaftigkeit Hitlers im absurden Showgeschäft siegt. Dadurch will der Film aufrütteln, bleibt aber dafür zu klischeehaft und karikiert bei allen Figuren außer Hitler. Deutschland, das muss wieder wissen. Die Autobahnen, das war doch nicht irgendein Hans Wurst. Nein, das war der Führer. Und wenn Sie dann am Abend Ihr Brot essen, dann wissen Sie, das kommt vom Bäcker. Und wenn Sie dann morgens in der Resttschechei einmarschieren, dann wissen Sie, das kommt vom Führer. Hitler on ice. Zum Glück gab es zur Zeit dieser Filme schon Memes im Internet. Über Untertitel, die den Film um eine Ebene ergänzen, wurde der Untergang so ungewollt ins Komische verschoben. Gerade die übertriebene Wut Hitlers als Reaktion macht ihn selbst schon zur Parodie. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! In ähnlicher Art des Overacting wird auch Tarantinos Hitler in den Glorious Bastards dargestellt. Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Du alte Nazi-Sau, kapitulier doch endlich. Nein, ich kapituliere nicht. My desk is small. I need this Polish boy's desk also. Doch wie es im Internet so ist, kann jede Person Hitler dort unterschiedlich nutzen. Spätestens mit dem Begriff Godwin's Law war der Einzug Hitlers in die Internet-Popkultur offensichtlich. Dadurch tritt er oft völlig losgelöst von der Realität auf. Als überzeichneter Urheber des Bösen nutzen Trash-Filme diese Figur für sich und führen das Klischee ins Absurde. Hier Ausschnitte aus Iron Sky und Kung Fury. Hitler was a Kung Fu champion. He was so good at Kung Fu that he decided to change his name to Kung Führer. Das nimmt der Figur die Ernsthaftigkeit, führt aber auch teilweise zur Trivialisierung Hitlers. Denn durch die Enttabuisierung der Bilder von Hitler wird er ein beliebig nutzbares Meme. Gerade in rechten Gruppen gerne ein Spiel mit der angeblichen Ironie dahinter. Letztendlich aber auch einfach ein Bild von Hitler. So verwundert es nicht, dass in den letzten Jahren rechte Chatgruppen, zum Beispiel von Polizisten, rassistische Inhalte ebenso teilten wie Hitlerbilder. Denn dass Hitler zumindest als Thema immer noch ankommt, zeigen auch die überdurchschnittlichen Zahlen der Kinobesucher aus den letzten 15 Jahren in Deutschland. Häufige Ausstrahlungen von Dokus über Hitlers Privatleben sind ein weiteres Indiz, dass eine Faszination für die Figur bei vielen Menschen besteht. Meanwhile. Wäre der nächste Schritt zur weiteren Auseinandersetzung aber nicht eher, was haben die guten Deutschen vor und nach 1945 gemacht und wie konnte es dazu kommen? Im gerade aktuellsten Film wird sich passend dazu mit der Funktion der rassistischen Lehre beschäftigt. Because once upon a time, a Jewish man mated with a fish. We Aryans are 1,000 times more civilized and advanced than any other race. In Jojo Rabbit von 2019 denkt sich ein indoktrinierter Junge der Hitlerjugend Hitler als imaginären Freund aus. Die Person Hitler dient dadurch eher als Hülle. Der Regisseur Taika Waititi spielt einen zunächst sehr verspielten Hitler. Erst als der Junge nach und nach hinter die Lügen der rassistischen Propaganda kommt, nimmt auch die Gestalt Hitlers eine mehr Ernste an. Adolf, do you think I'm ugly? Yes. Hitler dient als Projektionsfläche seiner Vorstellung und durch seinen verbreiteten Rassismus dadurch zur Bevorzugung der eigenen Gruppe. Diese Macht lässt sich Hitler im Film nur nehmen, weil der Junge bereit ist, den Kontakt mit anderen Gruppen wertvoller einzuschätzen als den eigenen Narzissmus. To put it plainly, get your shit together and sort out your priorities. You're 10, Jojo. Start acting like it. Alle der Filme versuchen einen Kontext herzustellen. Durch die derzeitige politische Lage in den USA und nationale Populisten in vielen Ländern sieht man Jojo Rabbit beispielsweise mit anderen Augen.
Deswegen denke ich, Filme, in denen Hitler eine Rolle spielt, sollten nicht lediglich ihn fokussieren. Zu sehr lebt Populismus auch von diesem Personenkult und lenkt von den Taten ab. Oder man übertreibt diesen Kult und führt ihn dadurch vor. Denn Darstellungen vom Bösen, Wahnhaften oder Ernsthaften der Person führen nur zu einer überhöhten Symbolik Hitlers. Diese Darstellungen sind teils selbst schon übertrieben. Aber Hitler war auch einfach ein Typ, der sich gerne eine ausgedachte militärische Uniform mit selbstentworfenem Logo angezogen hat. Das klarzumachen und zu zeigen, dass er kein Übermensch war, ist wichtig. Dadurch lässt sich die Verantwortung nicht auf wenige verteufelte Nazis begrenzen. Denn allein wer Faschisten gewähren lässt, macht sich mitverantwortlich, von aktiver Unterstützung ganz zu schweigen. Ob und wie viel Platz den Opfern in einem Film mit Hitler als Figur gegeben werden sollte, hängt vom Thema ab. Verbrechen gegen die Menschlichkeit überhaupt in einem Film gerecht zu werden, ist schwer genug. Auch deshalb sollte man genau aufpassen, wie Hitler dargestellt wird. Welche Aspekte der Geschichte werden gezeigt und welche weggelassen? Welche Rollen spielen andere? Was war Hitlers Stellung im Kontext? Braucht es seine Person immer? Scheinbar nutzt sich das Thema nicht ab. Doch solange seine Figur von vielen Seiten verklärt wird, bleibt kaum etwas anderes übrig, als das Bild auch weiterhin wieder zurechtzurücken. Denn Geschichte wird immer wieder neu geschrieben. Zur momentanen Zeit leider eben auch weiter mit Blick auf Hitler. Ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar drunter lasst hier unter dem Video. Und wenn ihr einfach die ADHS 88 kaufen würdet. Fuck off, Hitler.